Guten Morgen, liebe Leute. Es ist absolut verrückt, was ich hier mache. Wenn man da vorausschaut, kann man es kaum erahnen, aber hinter mir, da kommt ein LKW. Ich bin in einem Konvoi von LKWs. Die fahren hoch von San Antonio de los Cobres nach Santa Rosa. Ich meinte eigentlich, das wäre eine schöne kleine Straße wie dies hier. Aber bis zu diesem Abzweiger, ich fuhr blind. In Lastwagen, Konvois, Staubwolken, Gegenverkehr. Die Sonneneinstrahlung war so, dass du nicht mal irgendwelche Sandspuren, Löcher erkennen konntest. Absoluter Horror. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier ein bisschen Pause habe von LKW oder anderem Verkehr generell. Es ist absolut verrückt, was ich hier mache. Aber zurück ist auch die Pain in the Ass. Erstmal noch ein bisschen Sandkasten spielen. Das ist so schön. Wow! Die Route ging eigentlich da lang. Jetzt komme ich ja doch noch in eine Genussphase heute. Die Wege von Benny und mir haben sich getrennt. Die Wege von Benny und mir haben sich getrennt. Er geht eine Woche früher nach Hause. Also eigentlich war der Plan, heute von San Antonio nach Antofagasta de la Sierra zu fahren. Erstmal über Pocitos und dann nachzufragen, eventuell in 2 Tagen über Tola Grande oder in einem Tag direkt von Pocitos. Ich habe ihm heute Morgen gesagt, das ist wahrscheinlich zu viel, das schaffen wir wohl kaum. Ich glaube nicht, dass wir die 340 Kilometer auf solchen Pisten an einem Tag geschafft hätten. Ja, die Wege haben sich nun getrennt, weil er möchte doch dann in 7 Tagen den Flieger in Santiago erreichen. Das sind dann doch noch wahrscheinlich über 2000 Kilometer, ja weit wahrscheinlich. Er geht jetzt runter nach Salta, Cafayate und dann über den Paso San Francisco, Copiapo. Ich fahre jetzt hier mal noch hoch. Ich frage mal in Pocitos, wie das ist mit der Strecke nach Antofagasta de la Sierra. Fahre dann Richtung Tola Grande, da gibt es nochmal so ein Highlight, wie man dem auch dann immer sagt. Das ist jetzt endlich erholsames Fahren, ohne Verkehr. Und auch das Wellblech hält sich in Grenzen. Ja, ich schaue da mal, vielleicht fahre ich dann auch wieder zurück hinunter nach San Antonio auf der anderen Seite. Ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen, mag ich mich nicht entscheiden. Das Schönste wäre natürlich von Tola Grande über den Cono de Ariza, ist so eine Pyramide im Salzsee, da vorbei nach Antofalla und dann Antofagasta, das wären 200 Kilometer oder sowas. Jetzt ist aber, wenn da tiefe, sandige Stellen sind, möchte ich das eigentlich nicht alleine fahren. Den Teil von Antofalla nach Antofagasta, den kenne ich, den habe ich mit der Triumph gefahren, der ist machbar. Ich werde mich mal schlau machen. Ich denke, das ist am besten, wenn man sich in Tola Grande schlau macht. Jetzt habe ich euch total zugequatscht auf dieser wunderbaren, schönen Strecke. Ich weiß nicht, wie die LKWs das hier machen würden mit Kreuzen. Also da unten nicht machbar. Sieht nach sandiger aus, als es ist okay. Da unten, da waren dann doch viel tiefere sandige Stellen. Haha. Haha. Ich habe den Abra de Gallo geschafft, 4630, GPS-Höhe 4680. Zum Glück gab es da
eine Straighte den Berg hoch, die war nicht mal so steil, aber teilweise recht sandig, aber das ging ganz gut. So steil war es dann nicht, also da habe ich das echt mal bevorzugt, diese Abkürzung zu nehmen und hier wenigstens mal ein LKW so zu überholen. Die Piste, die ist neu so, da muss irgendwie eine sehr aktive Mine sein da unten. Das ist echt nicht so, wie man das auf Street View oder wo sehen kann. Das ist schon nicht geil. Also ich empfehle die Strecke nicht. Das ist nicht schön mit diesen LKWs. Man ist nicht alleine, wenn was ist. Da sind auch viele 4x4 unterwegs. Minenarbeiter wahrscheinlich. Ach, hätte ich das gewusst, ich wäre mit Benny unten rum. Das ist jetzt echt nicht geil. Die Natur entschädigt ein bisschen, aber ach. Ich habe da bei der Polizei gefragt in San Antonio. Die meinten, da wäre noch eine Umleitung und vor Positos wäre das nochmal ein bisschen sandig. Schauen wir mal. Konvoi von Bussen. Minenarbeiter oder so, wahrscheinlich. Extrem diffuse Sicht. Also es ist der Staub, der Sand auf meinem Visier. Ja, liebe Leute. Ich bin am Kämpfen. Ich kann mich nicht erfreuen an der schönen Natur. Ich bin jetzt in Santa Rosa, habe 2, 3 Leute gefragt, die kennen den Weg nach Positos nicht. Das wäre der nächste Ort. Wenn ich den jetzt eingebe, dann ist es 60 Kilometer bis dahin. Ach, oder ich fahre zurück, aber zurück ist auch die Pain in the Ass. Ja, ich kann immer noch umkehren wieder, bis ich schaff's dann heute noch zurück nach San Antonio, aber das ist echt jetzt überhaupt nichts. Das ist nur Scheißpiste, breite, scheiß tiefe, sandige Piste. Ja, das habe ich nicht so erwartet. Ich dachte, das wäre eine schöne Strecke, aber das sind verschiedene Minen und die wollen natürlich, das Material will abgeführt werden. Dann hat es mir, das hat ja immer geklappert da hinten, da war eher Ruhe, jetzt habe ich herausgefunden, wieso. Der Deckel war aufgesprengt, das Schloss ist weg, abgebrochen oder rausvibriert oder was auch immer. Der Deckel war auf die andere Seite. Auch nicht so toll. Ich habe das jetzt mit Gummis befestigt, kann jetzt natürlich da nichts mehr einschließen. Scheiß Tag heute. Mal schauen, wie der Abzweig aussieht da vorne nach Positos. Okay. Da kommt noch Seitenwind dazu. Vorhin wurde ich von der Windhose eingestaubt. Das ist scheiße. Entschuldigt das Wort, aber das ist jetzt echt einfach zero Spaß, zero. Au. Fuck. Das ist super schwer zu fahren. Hoffentlich besser das dann. Dann hast du noch Seitenwind. Jetzt kommt eine Kreuzung. Hoffentlich besser das dann. Ich möchte einfach die Piste nach der Mine sehen, wie die dann aussieht. Okay. Stehen, nicht umfallen. Wow! Das ist ein Scheiß! Oh! Ich kann wieder mal etwas Erfreuliches vermelden. Die Piste ist jetzt ein bisschen besser seit dem Abzweiger. So 2, 3 Patches mit Sand, aber es ist eigentlich schon viel besser. Allerdings führt das wohl zu einer Mine. Ich habe keine Ahnung, wie das dann danach ausschaut. Ja, jedenfalls hier mal ein hübscher Anblick. Aber jetzt scheint es da durch diese Berge zu gehen. Gucken wir mal. Es sind noch 40 Kilometer bis Positos. Und da ist sicher Zivilisation und ja, ich frage mich da mal durch. Uff, das sagte ich doch gerade eben. Es wäre jetzt einfacher zu fahren.
Schön sieht's ja aus. Nee. Nicht eingraben. Deshalb einen zweiten Gang. Oh. Ja, also diese 38 Kilometer können echt noch ein riesen Pain werden. Ohne Lastwagen, ohne LKWs wäre das ja, könnte das ja schön sein. Oh Gott, hey. Naja, zumindest scheint das durchgängig befahrbar zu sein. Mir würde die Herausforderung mit der Piste reichen. Ich bräuchte diese LKWs echt nicht. Es sind noch 30 Kilometer, 12 bis zu einem Abzweiger. Ach, wie schade. Hast die Wahl zwischen Ripio und das schüttelt dich durch oder eine Sand- oder Kiesspur tief. Na, das wäre der ideale Kreuzungspunkt gewesen. Schauen, was hier los ist. Das kommt mir ja entgegen. Die haben mich jetzt doch ziemlich doof angeguckt. Wenn man das nie sagen kann von weitem, so sieht es hier eher wieder nach einer Piste aus, die mir eher gefällt. Hat der jetzt mir meine gute Seite geklaut? Ja, diesen Einstieg hätte ich auch nicht gelohnt. Okay. Alles gut. Werden wir jetzt mit einem schönen Ausblick belohnt? Ja, es geht noch einen Moment. Ja. Auf den Salar de Pocitos, so wie der Ort heißt, wo ich hinfahre. Erstmal noch ein bisschen Sandkasten spielen. Puh. Da haben wir den Ausblick und eine Sandstelle. Ich werde mich nicht hinlegen. Also Touristen sind hier nicht unterwegs. Ja, die Gendarmeria de Argentina haben mir gesagt, die letzten Kilometer vor Pocitos, die wären dann sandig, so auch immer das heißt. Es war bisher auch schon sandig. 14 Kilometer bis Pocitos, das wird eine echte Pain. Gefällt mir gar nicht. Das wird heiß. Und das Visier möchte ich unten lassen. Die Sandstürme, die sind krass.
eigentlich alles geradeaus. Ich denke, hier geht's links nach Antofagasta de la Sierra. Das war ja eigentlich mal der Plan von Benny und mir heute. 1:15. Boah, welche Spur. Oh. Einfach nicht stecken bleiben. Vor allem. Ich hatte da an der Kreuzung ein Auto angehalten, ein Minenfahrt, also Kabinett von Leuten, die zu Minen fahren. Die meinten, das wäre gut machbar heute da bis Antofagasta, das sind jetzt 200 Kilometer. Da wären schon Abschnitte mit Sand oder auch größeren Steinen. Ja, ich bin vielleicht verrückt, aber ich wage es trotzdem. Ja, und ich habe dann auch gefragt, den anderen Weg über Dollar Grande. Da meinte der, also dass diese Straße hier unterhalten werde, also Unterhalt, Mantenimiento, Straßenunterhalt, die andere da drüben nicht. Das ist sicher die weniger risikoreiche Route. Ich denke, vom Benzin her müsste das auch aufgehen. Es sind insgesamt dann 300 Kilometer, im Normalfall mache ich über 400. Krasse Gegend. Habe ich auch schon oft gesagt. Habe jetzt schon 25 Kilometer in Nullzeit. Natürlich keine Nullzeit. 15 Minuten. Es geht so lange, wie es geht. Ankommen ist die Devise. Je mehr die Straße so aussieht, desto größer ist die Chance, dass ich das auch schaffe. Wenn nicht, wäre nämlich ziemlich doof. Zum Glück sind die nicht so schnell unterwegs. Scheiße. Stromwegverkehr. Ja, das war jetzt gerade eben wieder eine krasse Angelegenheit. LKWs überholen, sind da langsam den Berg hochgekrochen. Ich habe überhaupt nichts gesehen, was entgegenkommt. Der eine ist dann links rübergezogen und hat mich rechts vorbeigelassen, der davor nicht. Da bin ich mal auf gut Glück raus. Ja, ich bin dran vorbeigekommen, dann kam Gegenverkehr. Es ist so gefährlich. Aber hier jetzt die Natur entschädigt jetzt doch, wenn ich alleine bin, auf so einer Piste. Jetzt gerade ein bisschen Ruhe von LKWs. Das ist schon ein Traum. Super geil. Okay, die Piste könnte weniger Ripio sein, aber das ist es nun mal hier. Geraume Zeit schon berghoch. Ich habe immer das Gefühl, ich erreiche dann eine Passhöhe. Jetzt ist es auch mal wieder ein bisschen frischer geworden. Noch 21 Grad, ich habe keine Ahnung. Das wechselt. Da habe ich wieder ein paar LKWs zu überholen vor mir. Ist mir lieber, wenn das jetzt gerade gehäuft begegnen und gegebenenfalls überholen kann. Viele kommen da noch. Keiner mehr, wie es scheint. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Pass erreicht. 4150 Meter etwa sind wir. Ja, aussichtsmäßig, highlightmäßig wäre die andere Route dann schon schöner, ne? Über Antofagasta. Aber ich will nicht jammern, ich will ankommen. Da unten, da haben wir diesen Salzsee, den Salar de Bois Incahuasi oder so, kann das sein? Ja, wenn das so wäre, das wäre ja ein Traum, die Strecke. Ich bin gespannt, ob mich Garmin da quer über den See lotst, über den Salar. Ja, so wie es ausschaut, lotst mich Garmin über den Salar.
Schauen wir mal, wie die Piste ist. Es gibt da eine, die geht am Rand entlang, rundherum. Ah, keine Ahnung, was hier läuft. Hola. ¿Por aquí? Vale, voy aquí. Okay. Okay. Die Route ging eigentlich da lang. Es ist verrückt. Keine Ahnung, was das sieht aus wie Bohrinseln oder sowas da. Sieht hübsch aus da drüben. Antofagasta de la Sierra. Ja, diese Herren, die man eben noch gesehen hat im Pickup, die haben mich eigentlich auf der ganzen Strecke jetzt begleitet. Oder, ja, ich bin dann wieder vorgefahren. Ah, super. Und diese Straße gefällt mir natürlich auch. Ah, das ist herrlich. Zum Glück habe ich das gewagt. Ich bin noch nicht da. Aber das sieht einfach cool aus. Super. Wie geil ist das denn? Also die größte Herausforderung ist der Wind. Jetzt komme ich ja doch noch in eine Genussphase heute. Nach so viel Pain in the Ass. So schön. Ah. Oh. Das ist so schön. Genau deshalb komme ich wahrscheinlich nochmal hierher. Der nächste Salat. Ja, jetzt wird die Piste ein bisschen ruppiger, schmaler. Nach jeder Kuppe kriegst du einen neuen Ausblick. Ist ja logisch, aber sieht wieder richtig anders aus. Gleich 3 Windhosen hier auf dem See oder dahinter oder 4. Sandpassage. Ulala.
Jetzt haben wir hier einen veritablen Pass mit Kurven, Haarnadelkurven, alles sandig. Muss mich auf die Straße konzentrieren, trotzdem einen Blick darunter. Auch schön. Noch 66 Kilometer. Das müsste doch machbar sein. Und was wird einem hier offenbart? Viel Sand. Ich höre auf mit Filmen und 10 Sekunden später kommt wieder ein neues Bild, das ich gerne filmen möchte. Und das ist jetzt... Das war es nicht. Dann machen wir das halt mit den Füßen. Schon super sandig, diese Kehren. Ja, und wenn ich mich hinlegen sollte, dann ist Hilfe gleich um die Ecke. Ich leg mich nicht hin. Der hat gut lachen mit 4 Rädern. Oh la la. Eine verrückte Gegend zum x-ten Mal. Und da sehen wir den Vulkan Antofagasta, den kleinen da, meinte ich. Oh la la, das ist so sandig hier. Uff. Ist jetzt also echt wieder eine Pain in the ass, die letzten Kilometer. Aber das muss ja noch mal ein Foto geben. Ich würde ja so gerne Drohne fliegen. Aber es windet. Oder es windet zu stark, so muss ich sagen. Ist schon sehr geil. Wow. Diese geilen Felsen, das musste ich jetzt einfach im Schnelldurchlauf passieren. Mit 100, 110 ging das jetzt recht gut. Ich mag hier nicht stehen für Fotos. Wäre ja ein super Spot, aber Horror. Eigentlich meinte ich, jetzt müsste langsam Antofagasta in sich sein. Es sind noch knapp 30 Kilometer wohl. Unglaublich, dieser Wind. Ja, es ist jetzt weniger sandig im Moment, steiniger. Sagte ich vorhin kein Sand mehr? Keine Ahnung, wie ich auf so eine Idee komme. So, Antofagasta, wir kommen.
22 Kilometer. Antofagasta de la Sierra. Ich hab's geschafft, ich glaub's kaum. Ein Höllenritt. 340 Kilometer Piste. Ist heavy. Und das Ganze in 7 Stunden. Ne, kann nicht sein. Ich mag nicht mehr rechnen. Ich brauche eine Dusche, ein Bier, runterkommen. Es war heavy. Ich bin fix und fertig. Aber da noch mal ein bisschen Arenita. Mein Motorrad zeigt jetzt 27 Grad. Das kommt mir extrem heiß vor. Oh la la. Mal schauen, wie sich der Ort verändert hat in den 7 Jahren. Ja, gewachsen ist der Ort bestimmt. Aber doch das eine oder andere hübsche Haus. Jetzt mal schauen, ob ich das Stadthotel finde. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo. Das war die Tanke. Ist das immer noch die Tanke? Ja, und diese Tankstelle verlangte 2 Euro anstatt der üblichen 1,30 für den Liter. Und der Herr hier war meine letzte Rettung bei der Zimmersuche. Muchas gracias, Señor.